Leipzig wählt. Die Oberbürgermeister-Innenwahl bei Mephisto 97,6. Herr Viefeld, Sie haben eben schon gesagt, Sie sind freiberuflicher Webentwickler, stolzer Papa und jetzt auch Bürgermeisterkandidat. Ich habe aber gelesen, dass Sie schon länger in der Politik sind. Was mich interessieren würde, wie war überhaupt der Weg für Sie in die Politik? Das ist lange her. 2002. Und das wirkt für mich heute wie ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Aber genau darauf, nein, es war kein Krieg zum Glück. Aber es ist eine andere Zeit gewesen. 2002 gab es noch kein Facebook, es gab noch kein Twitter, auch kein StudiVZ und was nicht alles. Aber es gab eine Online-Politik-Simulation, die nannte sich Doll Today, Democracy Online Today. Die hat 2001, glaube ich, den Grimme Award gewonnen und 2001 bin ich dort als kleiner User mal angefangen, habe dort mich in virtuellen Parteien organisiert, habe wildeste Argumenteschlachte geführt, wo heute der Begriff Shitstorm eher wahrscheinlich Anwendung finden könnte. Und ich habe 2002 dann mit ein bisschen Fortune und Glück die sogenannte Internetkanzlerwahl gewonnen. Und das war gewissermaßen mein Einstieg. Ohne den Anstoß über das Online-Thema mit der Online-Community hätte es mich wahrscheinlich nicht so direkt in die Politik gezogen, zu sagen, das ist jetzt mein Thema, das könnte ich mir vorstellen, weil ich eben nicht jemand so mit 16, 18 war, der irgendwie gesagt hat, ich muss jetzt die Welt revolutionieren und ich muss jetzt unbedingt in irgendeine Bewegung eintreten. Nein, ich habe mit 22 erst mein kleines Internetunternehmen gegründet und über das Interesse Digitalisierung, Internet, Communities hat es mich dann auch in die Politik verschlagen. Man sieht, Sie sind also schon sehr lange aktiv und Sie waren zuletzt bei den Bundestagswahlen 2017 Direktkandidat für die FDP. Ja. Wie verlief denn jetzt die Entscheidung von dieser politischen Arbeit, sich als Oberbürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen? Also ich habe 2017 für mich eine sehr persönliche Entscheidung getroffen, nachdem ich da 12 Jahre sehr, sehr aktiv als ehrenamtlicher Politiker schon aktiv war. 12 Jahre ist ja auch schon eine Weile ins Land gegangen und ich bin 2017 nicht nur Kandidat gewesen für die Bundestagswahl, sondern auch Papa geworden. Und ich habe leider in der parteiinternen Abstimmung keinen sicheren Listenplatz für den Bundestag bekommen. Das war ganz unverblümt mein Ziel. Ich wollte gerne aus dem Hobby einen richtigen Beruf machen. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, du machst jetzt natürlich die Wahl zu Ende, du stellst dich hier den Wählern, aber danach machst du erstmal eine kleine politische Elternzeit. Und jetzt kam der Kreisvorstand auf mich zu und hat mich gefragt, könntest du dir vorstellen, diese Pause zu beenden? Und das Thema Oberbürgermeisterwahl hat mich dann tatsächlich gejuckt, weil ich festgestellt habe, dass die Stadt Leipzig zwar wirklich eine tolle Entwicklung gemacht hat. 30 Jahre jetzt nach dem Fall der Mauer haben wir allen Grund, wirklich stolz auf diese Stadt zu sein. Aber ja, es gibt halt auch noch Themen, die auf der Straße regelrecht liegen. Also wir haben zum Glück einen Kita-Platz. Viele andere Eltern kämpfen drum. Auch ob der dann wohnortnah ist immer ein Fragezeichen. Dann habe ich persönlich natürlich das Thema der Digitalisierung, also sprich, habe ich eigentlich eine Verwaltung, die im 21. Jahrhundert auch schon ein bisschen angekommen ist. Das Einzige, was man momentan digital in der Stadt machen kann, ist eine Terminreservierung beim Beamten. Das ist mir zu wenig. Immerhin, aber es ist zu wenig. Und wenn man mich fragt, was könnte ich als Bürgermeister machen, dann wären 7 Jahre Zeit genug, einen digitalen Transformationsprozess anzustoßen. Und ich glaube, da habe ich eine gewisse Kernkompetenz aufgrund meiner beruflichen Hintergründe und auch in der Verbindung Digitales und politischem Wissen. Und genau das würde ich da gerne einbringen. Und genau das thematisiere ich hier in dem Wahlkampf. Auch die Bereitschaft, Neues zu probieren und nicht nur zu sagen, 30 Jahre liefen gut, wir machen mal so weiter wie bisher. Das ist mir zu wenig. Wie Sie eben schon angesprochen haben, stellt das Wachstum der Stadt Leipzig ja wahrscheinlich eine der dringendsten Herausforderungen dar. Wenn wir jetzt zum Thema Wohnungen kommen, haben Sie in der Vergangenheit gesagt, dass Sie sich gegen bestimmte Mietpreismittel, wie zum Beispiel Milieuschutzsatzungen, dagegen aussprechen. Ja. Was wäre denn Ihrer Meinung nach ein besserer oder anderer Lösungsansatz? Der Ansatz schlechthin ist bauen, bauen und nochmals bauen. Weil wenn wir mehr Flächen hätten oder entstehen lassen, sagen wir es so rum. Also wir gehen in das Thema rein und sorgen dafür, dass mehr Wohnungen existieren.
dann gibt es logischerweise auch einen Effekt auf den Mietpreis, weil der dann wieder fällt. Das ist die ganz einfache Lösung von Markt und Angebot und Nachfrage. Das will nicht jeder immer gleich wahrhaben, aber so ist nun mal die Welt und so funktioniert sie auch überall. Wenn ich jetzt mit einer Milieuschutzsatzung reingehe, versuche ich, einen Status quo in einem bestimmten Gebiet festzuhalten. Sympathisch ist das, kann ich auch nachvollziehen. Ich war lange im Leipziger Osten zu Hause und auf eine gewisse Weise hat das ja seinen Reiz auch so ein bisschen, mitten in der Entwicklung auch das festzuhalten. Aber die Entwicklung festhalten bedeutet eigentlich immer auch Rückschritt. Du musst ja irgendwann mal so sanieren. Irgendeine Wohnung nach 10, 20 Jahren ist halt auch mal ausgelebt oder die Standards verschieben sich. Sanierungskonzepte etc. pp. Kommen ja noch dazu. Und dann musst du an so eine Wohnung auch ran dürfen. Und die Milieuschutzsatzung schreibt vor, nee, geht nicht. Oder nur in bestimmten Bereichen. Und das ist so absurd zu sagen, ein Waschbecken im Bad darfst du austauschen oder neu machen. 2 ist dann eine Luxussanierung. Sorry, das ist mir zu hart und zu bürokratisch. Du musst für jeden dieser Punkte, um dann was ändern zu dürfen an deiner Wohnung, erst beim Amt wieder vorsprechen, das genehmigen lassen. Also erstens dauert es länger, zweitens kostet es mehr, drittens verhindert es tatsächlich eine Aufwertung oder zumindest einen Bestandsschutz. Eine klare Meinung also zum Thema Wohnungsbau in Leipzig. Ein anderes wichtiges Thema ist für Sie sicherlich auch die Infrastruktur. In Ihrem Slogan sprechen Sie auch von guten Kitas und guten Straßenbahnen vor allem. Welchen Bedarf sehen Sie denn da? Ja, ich möchte dort vor allem einen Mentalitätswechsel ansprechen. Wir erzeugen viele Wunschvorstellungen. Der Klimanotstand wäre auch so ein Thema, der erzeugt erstmal Kosten. Wir haben aber ja nur eine bestimmte Summe Geld, die wir vom Steuerzahler eingesammelt haben. Und damit können wir entweder investieren, also Dinge machen, die uns in der Zukunft wieder ein Return on Investment bringen, also eine wirkliche Erweiterung unserer Lebensqualität hier. Also nehme ich das Geld und investiere sie in die Kita, in die Schule, in die Straßenbahn, weil das sind Investitionen, die mir auch in 5 Jahren, in 10 Jahren wirklich was helfen als Stadt. Während ich sie an anderen Stellen vielleicht eher verkonsumiere, dann sind sie weg. Dann habe ich vielleicht noch nichts gekonnt. Und das ist ein Mentalitätswechsel. Da bin ich in meiner Argumentation sicherlich ein bisschen härter, als das politische Gegner vielleicht macht. Aber ich bin dort wirklich von überzeugt, dass wir das erst in dieser Priorität machen müssen. Wir wollen eine erwachsene Stadt haben. Das sind jetzt schon 100.000 mehr Einwohner als vor 10 Jahren. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit und ich finde das ja auch eine tolle Herausforderung. Die Straßenbahn muss dann auch mal eine neue Linie vielleicht irgendwo entstehen. Die Straßenbahn muss auf ein eigenes Gleis gesetzt werden. Wenn sie mit den Autos um den Stauplatz sozusagen rangeln, dann ist beiden nicht geholfen. Und diese Themen sind für mich wichtiger als so manch anderes, was eher ideologisch getrieben ist. Ihre Kernthemen haben Sie jetzt, denke ich, klar gemacht. Wenn wir jetzt an die Wahl denken, die ja auch nicht mehr so lange hin ist, welcher Leipziger oder Leipzigerin wählt Sie denn oder was denken Sie, wer sie wählen sollte? Diejenigen, die morgens ihre Kinder in die Schule oder in die Kita bringen, tagsüber anpacken, für ihren eigenen Lebensunterhalt wirklich kämpfen und ihre Kreativität vielleicht auch oder Fleiß entsprechend einbringen und abends sich dann auf dem Sofa ein bisschen wundern, okay, ich kann jetzt mit meinem Handy, mit meiner App gefühlt alles machen, nur bei meinem Amt komme ich keinen Schritt weiter. Leipzig wählt. Die Oberbürgermeister innenwahl bei mephisto 97,6.